Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir zusammen einen super leckeren Hackbraten. Und zwar keinen gewöhnlichen, sondern einen mit Ei gefüllt. In unserer Region nennt man den übrigens falscher Hase. Auch dieses Rezept ist von meiner Großmutter. Und wie man den zubereitet, ja, das zeige ich euch jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für den falschen Hasen benötigen wir folgende Zutaten: 750 Gramm Hackfleisch, ich habe hier halb und halb genommen, 4 gekochte Eier, 2 Brötchen, am besten vom Vortag, eine halbe Gemüsezwiebel, 250 Milliliter Milch und für die Soße später ein Paket Suppengemüse. Alle verwendeten Zutaten mit Mengenangaben und das Rezept schreibe ich euch wie immer auch in meine Videobeschreibung. Zuerst schneiden wir die Brötchen vom Vortag etwas klein. Einfach in grobe Stücke schneiden. Die groben Stücke, die packt ihr dann in so eine Schüssel. Über die geschnittenen Brötchen geben wir dann die 250 Milliliter Milch. Jetzt drücken wir die Brötchenstücke mit einem Löffel in die Milch hinein, damit sie auch überall mit der Milch benetzt sind, und stellen sie dann beiseite, bis die Milch eingezogen ist. In der Zwischenzeit können wir schon mal die Hackmasse vorbereiten. Dazu halbieren wir erstmal unsere halbe Gemüsezwiebel und schneiden das erste Viertel in ganz feine Würfelchen. Dazu wird die Zwiebel mehrfach längs eingeschnitten und dann einfach quer hinunter. So entstehen dann Würfelchen. Und um die Würfelchen dann noch etwas kleiner zu bekommen, hackt man am besten einfach mit dem Messer noch mal so ein paar Mal darüber. So werden die Würfelchen später schön fein. Zuerst geben wir die eingeweichten Brötchen zu unserer Hackmasse. Die Brötchen sind dann fertig, wenn sie die Milch komplett aufgesaugt haben. Dazu kommen dann noch 2 Eier und die Viertel in feine Würfel geschnittene Zwiebel. An Gewürzen kommen noch dazu 2 Teelöffel Paprika edelsüß, ca. 1 Teelöffel Muskat, Pfeffer nach Geschmack, je nachdem wie scharf ihr es möchtet, und ca. 2 Teelöffel Salz. Das Ganze muss jetzt richtig kräftig mit den Händen durchgemischt werden. Dafür solltet ihr euch wirklich ein bisschen Zeit nehmen. Ich habe das jetzt hier ungefähr für 5 Minuten gemacht, denn wir wollen ja eine Bindung zwischen den Zutaten herstellen. Umso länger ihr diesen Teig knetet, da spürt ihr auch zwischen den Händen, wie diese Verbindung stattfindet. Der Teig, der wird dann richtig schön cremig. Und so sollte der Teig jetzt auch aussehen. Schön cremig. Jetzt ist er noch ein bisschen zu klebrig, deshalb gebe ich ungefähr 2 Esslöffel Paniermehl dazu. Auch das Paniermehl, das knete ich jetzt noch mal richtig gut in den Teig ein, für etwa 2 bis 3 Minuten. Jetzt benötigen wir eine Auflaufform. In die Auflaufform geben wir ein Backpapier. Das Backpapier solltet ihr so zurechtschneiden, dass es ganz genau in die Auflaufform hineinpasst. Wenn das Backpapier, so wie bei mir hier, sich ein bisschen wellt, dreht es einfach um, dann liegt es genau richtig. Auf das Backpapier geben wir jetzt erst einmal 1/3 unserer Hackfleischmasse. Das Ganze breiten wir dann mit den Händen der Länge nach auf unserem Backpapier aus. Das wird dann die Unterseite unseres Hackbratens. Das Backpapier, das solltet ihr in jedem Fall unter den Hackbraten machen, denn so ist es hinterher deutlich einfacher, den Hackbraten aus der Form zu bekommen. Wenn wir die Unterseite des Hackbratens gemacht haben, dann drücken wir in die Mitte eine Kuhle hinein. Aber Vorsicht, nicht ganz durchdrücken. Und in die Mitte kommen dann die gekochten und natürlich von der Schale befreiten Eier. Die Eier, die solltet ihr ungefähr medium kochen und nicht ganz so hart, da sie ja jetzt noch im Ofen weitergaren. Über die gekochten Eier geben wir dann den Rest der Hackfleischmasse. Ich mache die immer erst so ein bisschen am Rand fest und lege dann stückchenweise immer so über die gekochten Eier
drüber. Das Ganze solltet ihr dann immer ganz leicht mit der Hand andrücken. Wichtig ist, dass alle Eier komplett mit Hackfleischmasse ummantelt sind. Jetzt bringen wir den Hackbraten mit unseren Händen noch ein bisschen in Form, damit es später auch schick aussieht. Einfach so ein bisschen an den Seiten und obendrauf zusammendrücken. Da wir zu dem Hackbraten jetzt noch eine leckere selbstgemachte Soße machen, zeige ich euch, wie ihr das direkt beim Hackbraten in der Auflaufform machen könnt. Dazu schlagt ihr einfach das Backpapier genau so ein, so groß wie der Hackbraten ist, sodass ihr am Rand der Auflaufform eine freie Fläche habt, wo kein Backpapier ist. Das ist sehr wichtig, um später schöne Röstaromen in die Soße zu bekommen, und die Soße bekommt dadurch eine schöne Farbe. Jetzt wird es Zeit, das Suppengemüse zu schneiden. Das schneide ich wirklich nur in ganz grobe Würfel, da wird es hinterher aus der Soße wieder heraus passieren. Für die Soße verwenden wir jetzt das Suppengemüse und natürlich noch den Rest der Gemüsezwiebel, die wir noch von dem Hackbraten übrig haben. Ich verwende hier 3 Möhren, eine kleine Stange Lauch, ein bisschen Sellerie und den Rest der Gemüsezwiebel. Es reicht hier wirklich, alles nur in grobe Stückchen zu schneiden, denn hinterher passieren wir das Ganze wieder raus, damit wir keine Stücke in unserer Soße haben. Durch das Gemüse bekommt unsere Soße später eine tolle Farbe und einen wunderbaren Geschmack. Das Suppengemüse verteilen wir jetzt um den Hackbraten herum. Wichtig ist, dass das Gemüse nicht auf dem Backpapier liegt, sondern nur auf der Fläche der Auflaufform, denn nur so können wir die Restaromen für unsere Soße bilden. Der Hackbraten, der kommt jetzt bei 200 bis 220 Grad in dem vorgeheizten Backofen bei Ober- und Unterhitze. Nach ca. 20 Minuten Garzeit übergießen wir das Suppengemüse einmal mit Rinder- oder Gemüsebrühe. Ich habe hier 2 Teelöffel Instantbrühe auf 250 ml Wasser gegeben. Denn das Suppengemüse soll ja nicht anbrennen, das soll unten nur Röststoffe bilden. Ich gebe jetzt nochmal 50 ml Wasser so dazu. Ihr könnt das natürlich direkt im Ofen machen, ich habe es nur rausgenommen, um es besser zeigen zu können. Nach weiteren 20 Minuten Garzeit übergießen wir den Braten mit der angesetzten Gemüsebrühe. Und wie ihr hier sehen könnt, bildet der Hackbraten jetzt eine schöne braune Kruste aus. Den Hackbraten wirklich überall mit der Gemüsebrühe einmal richtig schön übergießen, damit er nicht austrocknet und während der restlichen Garzeit schön saftig bleibt. Das Ganze kommt jetzt zum Schluss nochmals für 20 bis 25 Minuten in den Ofen zurück. Und so sieht der Hackbraten nach 1 Stunde und 5 Minuten aus. Richtig schön braun und der ist auch noch richtig schön saftig. Am besten bekommt ihr den Hackbraten raus, indem ihr das Backpapier, auf dem er liegt, ein bisschen hochzieht aus der Flüssigkeit heraus. Dann könnt ihr mit 2 Pfannenwendern von beiden Seiten unter den Hackbraten gleiten und ihn herausheben. Am besten auf einen separaten großen Teller legen. Und wie ihr seht, ist durch das Backpapier der Hackbraten auch nicht angepappt. Den Hackbraten solltet ihr, während ihr die Soße macht, in der Nachwärme des Backofens warm halten. Jetzt einmal richtig schön mit dem Pfannenwender durch das Gemüse gehen, damit wir die Röststoffe vom Boden der Auflaufform gut lösen können. Und jetzt bereiten wir die Soße zu. Dazu gebe ich ca. 2 Esslöffel Tomatenmark in einen Topf. Den Topf erhitzen wir auf mittlerer Stufe. Das Tomatenmark rüsten wir auf mittlerer Stufe für ca. 2 Minuten unter ständigem Rühren an, denn es soll ja nicht verbrennen. Dann stellen wir ein Sieb auf unseren Topf und geben unser Suppengemüse aus der Auflaufform mit dem Sud hinein. Das Suppengemüse drücken wir jetzt mit einem Holzlöffel richtig schön aus, um den Saft noch herauszupressen, denn da ist noch mal richtig Geschmack drin.
Wenn der ganze Saft aus dem Gemüse rausgepresst ist, stellen wir das Sieb beiseite und rühren mit einem Schneebesen die Soße einmal richtig gut durch. Dann geben wir noch mal so ungefähr 100 Milliliter Wasser dazu und lassen das Ganze erstmal für 3 bis 4 Minuten vor sich hin köcheln. Jetzt solltet ihr eure Soße auf jeden Fall einmal abschmecken und gegebenenfalls nachwürzen. Bei mir fehlt noch ein klein bisschen Salz, deshalb mache ich noch ein bisschen Salz dazu. Das Ganze dann noch mal gut durchrühren und natürlich, wenn ihr gewürzt habt, noch einmal abschmecken. Und da die Soße jetzt ja natürlich noch sehr flüssig ist und ich die nicht so sehr einreduzieren möchte, weil wir Soßenfans sind und viel Soße essen, dicke ich sie jetzt mit Speisestärke an. Dazu habe ich ca. 3 Esslöffel Speisestärke in ein Schälchen gegeben und rühre sie jetzt mit etwas kaltem Wasser an. Ihr rührt die Speisestärke jetzt einfach so lange, bis sie sich ganz leicht rühren lässt und keine Klümpchen mehr darin vorhanden sind. Dann gebt ihr nach und nach die Speisestärke in die kochende Flüssigkeit. Wichtig ist, dass die Flüssigkeit die ganze Zeit kocht und dass ihr immer rührt. Die Speisestärke dickt in der Soße sehr schnell an, deshalb immer nur nach und nach kleine Schlückchen dazugeben, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Danach das Ganze nochmal für 2 bis 3 Minuten kochen lassen. Und nun zeige ich euch den leckeren falschen Hasen natürlich noch von innen. Das Ei in der Mitte ist jetzt richtig schön fest geworden und doch nicht bröselig. Deshalb ist es wichtig, die Eier auch nicht ganz so hart zu kochen, sondern nur medium. Und hier könnt ihr genau sehen, wie das Ei im Hackbraten ist und wie schön saftig der Braten geblieben ist. Auch die Kruste hat eine wunderbare goldbraune Farbe bekommen. Einfach fantastisch. Und so wie er hier aussieht, so schmeckt er auch wirklich. Zeige ich euch natürlich auch noch, wie unser Söschen aussieht. Es hat eine richtig tolle braune Farbe bekommen und ist komplett selbst gemacht. Und so schmeckt diese Soße auch. Einfach köstlich. Und es ist ja auch nur wenig Arbeit, denn der Braten ist ja eh im Ofen und mit dem Gemüse ist die Soße dann wirklich schnell gemacht. Und hier ist es, das tolle Ergebnis vom falschen Hasen. Dazu passt jetzt zum Beispiel wunderbar ein paar Salzkartoffeln und Rotkohl oder auch Knödel. Ja, ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!